In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie mit Node-RED und MQTT den Sonoff Mini R3 an den Ulux IoT Designer anbinden. Der Mini R3 ist ein Relais, welches ein- und ausgeschaltet werden kann. Diese Funktion setzen wir im Ulux Schalterlayout um. Beachten Sie bitte die Dokumentation im Node-RED Info. In Node-RED muss dieser Node installiert sein. Wir haben das bereits erledigt. Das gesamte Beispiel ist im Node-RED Example enthalten. Dieses kopieren wir in die Zwischenablage. Wir wechseln zu Node-RED und fügen das Beispiel per Import ein. Als nächstes müssen Sie bei den Eevee-Links die Connection einstellen. Wir haben diese bereits vorbereitet. Wir gehen die 3 Nodes durch und stellen überall die Verbindung ein. Nachdem dies geschehen ist, müssen Sie bei Ihrem MQTT-Broker noch die passende Adresse einstellen. Unser Broker ist bereits konfiguriert. Nachdem wir die Änderungen übernommen haben, können wir per Inject-Node das Relais ein- bzw. ausschalten. Die Änderung sehen wir hier im Debug-Node. Der Aufbau ist relativ einfach. Über den Node-Set-Status, der konfiguriert ist und mit dem passenden Device-ID des passenden Mini R3 versehen wurde, wird das Relais geschaltet. Leider bietet Sonoff von sich aus keine Rückmeldung, daher triggern wir mit dem Ausgang des Set-Status-Baustein den Device-Status-Baustein, um so an die Rückmeldung zu kommen. Wird das Relais händisch umgeschaltet, erhalten wir die Rückmeldung leider nicht. Das ist funktionsbedingt durch Sonoff so. Wenn das Relais geschaltet wird, senden wir über den MQTT Publish Node an diesen Topic das Ergebnis. Für den Empfang haben wir 2 verschiedene Subscribe Topics, weil wir einmal das Ganze per Textkommando steuern in Form von On-Off und einmal als komplettes JSON-Kommando. Die Unterschiede werden wir dann im Ulux IoT Designer sehen. Doch nun zurück zum IoT Designer. Wir öffnen das Beispieldesign. Als erstes ziehen wir uns ein Szenensymbol auf den Schalter. Als nächstes erstellen wir eine Variable, eine MQTT-Variable für die Rückmeldung. Wir wählen die Subscription aus und den passenden Pfad. Als Datentyp digital, da das Gerät nur 2 Zustände hat. Zusätzlich wählen wir auch eine Auswertetabelle mit 2 Einträgen. Beim Text On wollen wir, dass die LED grün leuchtet. Der Ergebniswert ist in diesem Fall 1. Und beim Text Off wollen wir, dass die LED rot leuchtet. Der Ergebniswert ist in diesem Fall aus. Ansonsten wählen wir den Status Fehler. Wir übernehmen die Änderungen. Diese Variable verknüpfen wir jetzt per Drag and Drop mit allen Tasten. Und auch mit dem Symbol. Beim Symbol wählen wir zusätzlich auch einen Icon-Titel aus.
Nun können wir die Funktion in Node-RED testen. Über die Inject Nodes sehen wir, wie sich die LED-Farben ändern. Nun kümmern wir uns um die Schaltbefehle. Wir wählen die rechte obere Taste aus. Wir fügen einen direkten MQTT-Befehl hinzu. Wir wählen den Topic aus und schicken auf der rechten Taste den Wert ON. Für die linke Taste machen wir das gleiche. Nur schicken wir den Wert OFF. Bei gedrückter Alt-Taste können wir die Funktion sofort testen. Alle LEDs schalten um, das Symbol wird ausgeschaltet und der Text aus erscheint. Und auf der rechten Taste das gleiche mit ein. Nun gehen wir die zweite Variante an. In der zweiten Variante schicken wir den Befehl direkt per JSON. Dazu wählen wir den Kommando JSON-Topic. Den Befehl habe ich bereits in die Zwischenablage kopiert. Dieser stammt aus der Sonoff bzw. EWLink-Dokumentation. Auch die rechte Taste verknüpfen wir mit diesem Befehl. Hier senden wir den Befehl ON. Auch diese Funktion können wir wieder testen mit gedrückter Alt-Taste. Im Live-Test ist das Drücken der Alt-Taste nicht notwendig. Probieren Sie es am besten direkt mit Ihren eigenen MQTT-Daten aus, egal ob aus Node-RED oder anderen Systemen. Viel Spaß beim Umsetzen!